Adenauer kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, kann man sagen, eine fromme katholische Familie. Seine Mutter war musikalisch, sein Vater war preußischer Soldat und später am Amtsgericht in Köln tätig. Es wird überliefert, dass sein Vater, Konrad Adenauers Vater, immer wenn er am Appellhofplatz an der Schwarzen Mutter Gottes in der Kölner Kupfergasse vorbeiging, niemals vorbeiging, ohne nicht ein Gebet zu verrichten. Also fromme Verhältnisse, in denen das normale katholische Leben dazugehört. Dass man regelmäßig beichten geht, dass man die Kommunion empfängt, dass das normale katholische Leben zu einer Existenz dazugehört. Katholisch sein heißt ja nicht irgendeine Philosophie richtig finden, sondern ist eine Lebensform. Und in dieser Lebensform ist er aufgewachsen. Und aus der hat er, denke ich, seine Kraft gezogen, all das aufzubauen und zu leisten, was er geleistet hat. In jeder Region hat Katholizismus ein anderes Gesicht. Es gibt sehr konservative Regionen mit viel Tradition und es gibt eben auch durch die Entwicklung, das hängt auch mit der Nähe nach Frankreich, mit vielen anderen Dingen zusammen hier im Rheinland, da gab es eben auch einen liberalen Katholizismus. Ja, der Begriff des rheinischen Katholizismus ist relativ neu, jedenfalls für mich. Und er hat für mich etwas negativen Beiklang. Also es ist so, dass man sagt, wir sind zwar katholisch, aber nicht so ganz. Also man muss nicht alles so streng nehmen, nicht alles beachten. Wir tun mal so. Konrad Adenauer war Katholik mit allem, was dazugehört, ohne etwas auszulassen, ohne etwas zu relativieren und ganz und gar überzeugt. Ja, er ist ja dann Oberbürgermeister von Köln gewesen. Er hat früh erkannt, dass von den Nazis nichts zu halten war. Als Hitler Köln besuchte, ausgerechnet in der Karnevalszeit, hat er nicht empfangen und gesagt, er habe eine wichtige dienstliche Verpflichtung. Diese Verpflichtung war der Besuch einer Karnevalsveranstaltung. Natürlich war das eine wichtige Verpflichtung. Das ist Hitler zu Ohren gekommen, das hat ihm nicht gefallen. Es gab diesen Ruf Adenauer an die Mauer. Man hat Geld gesammelt für die Kugel, um ihn zu erschießen. Und seine Freunde haben ihm eben geraten, die Stadt Köln zu verlassen. Und er musste immer damit rechnen, gerade in den 12 Jahren, damit rechnen, dass ihm was passiert. Er konnte einfach verhaftet werden, hingerichtet werden, erschossen werden, auf der Flucht, wie es dann hieß und so weiter. Und hat ja 7 Kinder gehabt und eine Frau noch zu ernähren, also einen großen Haushalt. Er konnte nicht einfach sagen, ist egal, was mit mir passiert. Also ich werde jetzt Märtyrer und ihr könnt gucken, was er macht. Ne? Das hat er nicht gewollt. Also sicherlich wäre er auch aufrechten Hauptes in den Tod gegangen, wenn man ihn wie Stauffenberg zum Beispiel verhaftet hätte und hingerichtet hätte. Aber er hat es nicht gesucht, natürlich. Ne? Und weil er irgendwo einen Ort suchte, wo er auch Geborgenheit fand, hat er sich an seinen Schulfreund Ildefons Herwegen erinnert und einen Brief geschrieben, ob er für 2 Monate eben mal in Lach Unterschlupf finden könnte. Lieber Herwegen, heute komme ich mit einer großen Bitte zu dir. Von den verschiedensten Seiten, auch von amtlichen Stellen, wird mir dringend abgeraten, schon jetzt nach Köln zurückzukehren. Ich sei dort vor Insulten nicht sicher. Würdest du mir nun vom 25. oder 26.04. ab für 1 bis 2 Monate Aufenthalt in deinem Kloster gewähren können? Ich hätte dort die Stille, insbesondere auch die geistige Atmosphäre, deren ich zu meiner körperlichen und seelischen Erholung nach dem, was ich habe durchmachen müssen, dringend bedarf. Die Zeit Maria Laach war sehr wichtig für ihn. Er lag total am Boden und war auch aus der Bahn geworfen völlig. Er brauchte neue Orientierung. Er war wirklich ein Nichts. Er war vorher ein mächtiger Mann gewesen und dem es auch sonst gut ging. Und jetzt war er ohne Pension auf sich geworfen. Familie war getrennt von ihm und musste sehen, wie sie selber weiterkam ohne ihn. Die Zeit einer sehr intensiven Beschäftigung mit dem katholischen Glauben. Eine zweite Entdeckung des Glaubens, in dem er eigentlich aufgewachsen war. Durch die Liturgie der Mönche, durch das Stundengebet, durch die wunderbaren Liturgien, durch den gregorianischen Choral. Ja, aber er hat auch Halt gehabt durch die Mönche, durch die Atmosphäre hier im Kloster, die ihm auch geholfen haben, diese Krise zu überwinden. Und so hat er eben im Bischofszimmer seinen Aufenthalt gehabt,
Hier ist auch ein Foto, ein Gemälde von Adenauer. Er konnte von einem anderen Zimmer aus das Chorgebet in der Kirche mitverfolgen, hören, und er konnte von der Empore aus auch den Gottesdienst mitfeiern. Er hat eine Krise durchgemacht, also vielleicht eine Art Läuterung auch, vielleicht so eine Art Exerzitien, kann man sagen, die sich über ein Jahr hingezogen haben. Und hat viel gelesen, viel studiert und geschrieben auch. An Dora Ferd-Menges hat Adenauer in dieser Zeit ja zahlreiche Briefe geschrieben. Sie war ja mit ihrem Ehemann noch eine der wenigen, die in dieser schwierigen Zeit noch zu Konrad Adenauer gehalten haben. Und natürlich äußert er da auch immer wieder, dass sein Glaube an Gott ihn aufrichtet in dieser schwierigen Zeit. Es ist merkwürdig, wie es im Leben geht. Ich habe schon vom ersten Mannesalter an immer in Gedanken gesorgt, bis in die späte Zukunft hinein. Und nun bringt mir unser Herrgott die mir an sich furchtbar schwere und drückende Wahrheit bei, nicht so sehr sich auf sich selbst zu verlassen, sondern ihm zu vertrauen. Vielleicht kann man sagen, dass er die innere Freiheit entdeckt hat. Große innere Freiheit. Das Wiederfinden des Glaubens seiner Jugend in der vollen Stärke des benediktinischen Mönchtums. Und das hat ihn durchgetragen durch die ganze Zeit. Er hat ja die Bibliothek hier besucht und hat Bücher ausgeliehen und gelesen. Naturgemäß sind das in Maria Laach natürlich überwiegend religiöse Werke. Wir haben einige Ausnahmen. Ein Buch über Botanik leiht er sich dort aus. Ein Buch über seinen Lieblingsmaler Rembrandt leiht er sich dort aus. Und eins von Arthur Schopenhauer. Ansonsten sind es fast durchgehend religiöse Bücher. In erster Linie und vor allem allen voran von Karl Hilti. Karl Hilti war ein Zeitgenosse von Adenauer, ein Schweizer Moraltheologe, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Und Adenauer kannte sein Werk schon von Jugend an und hat es bis ins hohe Lebensalter, nahezu bis zu seinem Tod, immer wieder gelesen und in besonders schweren, krisenhaften Zeiten seines Lebens. Er hat sich aber auch intensiv mit der katholischen Soziallehre beschäftigt. Er hat dort intensiv kennengelernt die großen Sozialenzykliken Leos des 13., auf die sich ja Leo der 14. bezieht, sagt er ausdrücklich. Und die Sozialenzyklika von Pius XI. Dieses Denken, das genau zwischen Liberalismus und Sozialismus ist und die katholische Soziallehre mit Individualität und Solidarität und Subsidiarität zum Ausdruck bringt, dieses Denken ist eingeflossen in die frühen Parteiprogramme. Parteiprogramm von Nehem Nüsten zum Beispiel, das Adenauers Handschrift trägt. Ja, die Familie war zu Weihnachten von Köln nach Maria Laach gekommen. Und das waren eben Tage, wo die Familie auch zusammengeführt wurde, wo Adenauer bei seiner Frau, bei den Kindern war. Ja, Gussi Adenauer ist aufgebrochen am Kölner Hauptbahnhof. Sie schreibt das sehr berührend, alles schwarz vor Menschen. Und sie hat sehr deutlich wahrgenommen, dass sie eine Verfemte war. Niemand kannte sie, die Frau des großen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, der so viel Gutes für Köln getan hat, den jeder kannte, und sie war auch jede bekannt. Die wandten sich alle ab, und ihre größte Sorge war, dass die Kinder es doch hoffentlich nicht merkten. Und sie beschreibt so nett, wie sie dann da stand mit den großen Bergen, und alles musste mit, also der Christbaumschmuck und vor allem die Krippe, Familienkrippe musste mit. Er war ja in Maria Laach überwiegend getrennt von der Familie, und die Frau, die Ehefrau und die Töchter konnte er auch schlecht in der Mönchsklausur empfangen. Und dann eben gab es Bescherung in dem kleinen Seehotel, was den Menschen gehörte. Und da haben sie dann ganz intim und klein Weihnachten gefeiert. Und wie das früher üblich war, aber dann eben doch unter einem, sagen wir mal, schlechten Vorzeichen das Ganze. Aber gerade aufgrund dieser Reduzierung auf das Einfache und Ausschnitthafte hat er das wohl als besonders beeindruckend empfunden. Und gerade das Weihnachtsfest, das hat ihn damals sehr beeindruckt. Es war eine sehr lange Feier, die 4 Stunden gedauert hat, von 22 Uhr am Abend
bis Mitternacht die eigentliche Mette, das Chorgebet, der Gesang, die Lesungen der Mönche und dann anschließend ab 12 Uhr der Gottesdienst. Die Orgel brauste auf und unter dem Gesang der heiligen Texte nach der uralten Weise des gregorianischen Chorals vollzog sich am Altar das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Noch nie war mir der Sinn der heiligen Weihnacht so nahe gebracht worden wie in diesen Stunden. Alle Bitterkeit über die erfahrenen Kränkungen, das traurige Gefühl, ausgestoßen und verfemt zu sein, waren von mir abgefallen. Ich fühlte mich eins mit allen, die hier versammelt waren und zugleich schicksalhaft mit Gott verbunden. Auch Konrad muss ähnlich empfunden haben, denn als er uns nach der Feierstunde durch die sternenklare Nacht zum Hotel hinüber begleitete, fasste er meine Hand und sagte ein Wort, das mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Mit Gott ist der Verfolgte stärker als ohne Gott, selbst der mächtigste Verfolger. Und diese Erinnerungen teilt er später mit seinem Volk. Als er Bundeskanzler wird, er hat regelmäßig schöne Weihnachtsansprachen gehalten. Ich muss immer an die Adenauerschen Weihnachtsansprachen denken, wenn ich heutige Weihnachtsansprachen sehe. Dann lässt er in diesen Worten eben auch das deutsche Volk daran teilhaben. Und das ist wie so eine Resonanz. Es gelingt ihm als Politiker, die Seele des deutschen Volkes in dieser großen Notzeit zum Schwingen zu bringen. Ein Weihnachtsfest vor allem kommt mir wieder in den Sinn. Es war ein Weihnachtsfest in der nationalsozialistischen Zeit, als ich aus meiner Heimatstadt vertrieben und verjagt und von einem Jugendfreund, dem Abt des Klosters Maria Laach, aufgenommen war. Ich weiß nicht, ob das nicht das schönste meiner Weihnachtsfeste war. Meine Frau und meine Kinder waren gekommen. Der Christbaum war klein, in einem Hotelzimmer aufgebaut. Es gab nur wenige Geschenke, aber wir, die wir getrennt waren, freuten uns des Zusammenseins. Und der Gottesdienst war so ergreifend schön. Deutschland hat wieder eine Aufgabe. Es will seine ganze Kraft einsetzen für die Gestaltung Europas, für die Sicherung des Friedens. Das ist die schönste Aufgabe, die einem Volke überhaupt gestellt werden kann. Wir wollen versuchen, sie zu lösen. Adenauer ist ein Mann, der sich bemüht hat, gute Politik zu machen. Sachliche, gute, ergebnisorientierte Politik zu machen. Und er hat sie gemacht als ein katholischer Christ. Konrad Adenauer ist 70 Jahre alt, als er 1946 ein Programm für die CDU entwirft. Dabei lässt er sich von den Grundsätzen christlicher Ethik und Kultur leiten. Die Würde der einzelnen Person wird so Einzug ins deutsche Grundgesetz finden. Ja, vielleicht kann man nicht sagen, dass das Grundgesetz eine christliche Verfassung ist. Das kann man so nicht sagen. Aber es ist eine Verfassung, die in wesentlichen Teilen auch von Christen geprägt ist und sehr viele Elemente aufgenommen hat, die zur christlichen Soziallehre gehören. Ich würde sagen, dass auch naturrechtliches Denken, an das ja Papst Benedikt der 16. 2011 im Bundestag erinnert hat, dass naturrechtliches Denken eingeflossen ist. Allein schon der Gedanke, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, das ist naturrechtlich gedacht. Und in der Präambel, in seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das Volk diese Verfassung, dieses Grundgesetz gegeben. Also das vierte Wort ist schon Verantwortung. Und zwar Verantwortung vor Gott, erste Stelle, und den Menschen. Die Würde des Menschen, die ja ganz vorne im Grundgesetz steht, war für das Wichtigste. Das war das christliche Ansicht, dass der Einzelmensch zählt, nicht das Kollektiv. Und die Würde ist, jeder Mensch hat seine Würde und er muss auch so behandelt werden. Wir wollten eine große Volkspartei gründen. Eine Volkspartei, in die jeder eintreten konnte. Gleichgültig, welche Konfession er hatte, gleichgültig auch, welchen Beruf er ausübte.
Man hat ihm sehr übel genommen von katholischer Seite, dass er diese CDU, diese überkonfessionelle Partei gegründet hat. Man sollte doch ein neues Zentrum gründen, also eine Klientelpartei im Grunde gründen. Das begriff Adenauer, dass damit die Geschicke Deutschlands in die sozialistischen Hände fallen und sich damit alles nicht zum Guten wenden würde. Deswegen die guten Kräfte einigen und bündeln. Konrad Adenauer und Papst Pius XII. Berieten bei einer langen Audienz über den Wiederaufbau Deutschlands. Der Papst setzt einen wichtigen Startpunkt für die neu gegründete Partei. Womit beginnt eigentlich christdemokratisches Denken? Man kann es genau sagen. Es ist die Ansprache Pius XII. Zu Weihnachten 1944, die letzte Kriegsweihnacht. Und dort spricht er von dem wunderbaren Tausch in seiner Rede, dass also Gott Mensch geworden ist. Also wenn Gott Mensch geworden ist, Menschennatur angenommen hat, dann um den Menschen an seiner Natur teilhaben zu lassen, an der göttlichen Natur teilhaben zu lassen, dann ist der Mensch in der Tat von höchster Würde ausgestattet. Insofern ist vielleicht auch der Aachener Dom, der für Europa so eine große Rolle spielt, ist auch eine Weihnachtskirche mit den Reliquien, die auf das Kleid Mariens hinweisen, das sie in der Heiligen Nacht getragen haben soll, oder den Windeln Jesu. Das ist die deutsche Weihnachtskirche schlechthin. Und diese Kirche wird zur Bühne, kann man sagen, der jungen Bundesrepublik, in der er zum Beispiel Alcide de Gasperi empfängt. Man kann ja fragen, wann beginnt eigentlich das Nachdenken über den Wiederaufbau nach einer Katastrophe? Ich kann Ihnen sagen, schon sehr früh, schon bevor die Katastrophe eintritt. Denn Alcide de Gasperi besuchte mit dem Gründer der italienischen Christdemokratie, Don Luigi Sturzo, einem Priester, Bonn. Und mit in der Runde war die Karmelitin Edith Stein, die ja von Johannes Paul II. 1999 zu einer der 3 Patroninnen Europas erhoben worden ist. Und da gibt es schon die Gedanken, wie sieht ein christlich geprägtes Gemeinwesen aus? Wie gelingt die europäische Versöhnung? Ja, man muss zurückkommen zunächst auf die Anfänge von Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab die Gasperi in Italien, geboren im heute Trentino, also Südtirol, sprach vollkommen Deutsch, hat in Österreich studiert. Und Schumann war Luxemburger, aber ist aufgewachsen im damals deutschen Elsass-Lothringen. Und die waren alle katholisch, auch fromme Leute, vor allem Schumann, und sprachen alle Deutsch. Das war eine große Grundlage und hat das sehr gut getragen bis 1957, als die EWG gegründet wurde, die römischen Verträge. Für 2 der europäischen Gründungsväter, die Katholiken Alcide de Gasperi und Robert Schumann, wurden Seligsprechungsprozesse eingeleitet. Schumann wurde von Papst Franziskus am 19. Juni 2021 bereits zum ehrwürdigen Diener Gottes erhoben. Bis aber die römischen Verträge ratifiziert werden konnten, kam es noch zu entscheidenden Begegnungen auf höchster Staatsebene. 1951. Konrad Adenauer wird eingeladen, als Bundeskanzler Italien zu besuchen. Den Kriegsgegner als Repräsentant eines verfemten Landes. Und de Gasperi lädt ihn ein. Dieser Adenauer-Besuch in Rom wird für die deutsche Öffentlichkeit ein großes Fest und begründet vielleicht die Italienliebe der jungen Bundesrepublik mit vielen Aufnahmen. Im Folgejahr 1952, es ist das Jahr, in dem auch die Montanunion in Kraft tritt, also ein in besonderer Weise europäisches Jahr, besucht also Alcide de Gasperi Deutschland. Der erste Besuch eines Staatsrepräsentanten eines Staates im verfemten Deutschland. Und Adenauer macht daraus jetzt ein großes Medienereignis und möchte die bundesdeutsche Bevölkerung teilhaben lassen an der Idee, was eigentlich christliches Abendland und was Europa eigentlich bedeutet. Adenauer führt de Gasperi auf eine Reise durch Deutschland an Orte, die Stationen des christlichen Abendlandes symbolisieren. Dazu gehören Besuche von Klöstern, Kirchen und Städten. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, hat einmal versucht, die Frage, was ist eigentlich das christliche Abendland, zu beantworten. Und zwar hat er gesagt, das Abendland ruht auf 3 Hügeln. Es ist natürlich Golgotha, der Felsen des Kreuzes, der Kreuzestod Jesu Christi. Es ist aber auch die Akropolis in Athen. Das heißt, das Europa des Geistes, der Philosophie. Aber eben auch das Kapitol, nämlich Rom mit dem römischen
römischen Denken, dem rechtlichen Denken. Und das liegt natürlich dem Adenauer auch sehr, sehr nahe, weil er ist ja auch ein Jurist, der dieses rechtliche Denken auch verinnerlicht hat. Am Ende muss ein Vertrag herauskommen, also zum Beispiel der Élysée-Vertrag herauskommen. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Élysée-Palast einen Freundschaftsvertrag. In diesem Vertrag wird eine Periode des Streites und der Gegensätze, der Kriege, eine Periode, die über 400 Jahre gedauert hat, beendet, und zwar für immer beendet. Da ist ein großer Sorge zu ihm hingefahren, 58, und dachte, jetzt knallt es irgendwie, aber es ist nicht passiert. Es war, wie man sagt auf Französisch, ein coup de foudre. Es war so ein Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Es haben sich beide bewundert und ab dann harmonierte das Ganze. Und Frankreich wurde dann ein viel engerer Partner Deutschlands als vorher. Eine Rolle spielt vielleicht das Gastgeschenk, das Konrad Adenauer mitbringt, nämlich eine spätmittelalterliche Pietà aus der Eifel, aus seiner Heimat, die zum Ausdruck bringt, worum es denn geht, nämlich um die Versöhnung im Schatten der Schmerzesmutter. Und die beiden ringen um die politischen Themen natürlich auch, aber finden sich eben auch nicht zuletzt auf der Basis des katholischen Glaubens und auch auf der Basis des gemeinsamen schrecklichen Erlebens und überwinden die sogenannte Erbfeindschaft. Es folgt dann die große Szene im Dom zu Reims, in dem die beiden Männer im Chor stehen, die Heilige Messe wird zelebriert. Charles de Gaulle besucht Konrad Adenauer mit seiner Ehefrau in Rhöndorf in sehr persönlicher, intimer Atmosphäre. Der Besuch in Rhöndorf bringt mich aber auch dazu, eine tiefe religiöse Wurzel der deutsch-französischen Freundschaft anzusprechen, die im Marienwallfahrtort Banneux in der Nähe von Lüttich zwischen Aachen angesiedelt ist. Konrad Adenauer empfängt Besuch von den Wallfahrtspriestern aus Banneux. Die schildern ihm die Bedeutung von Banneux als eine Gebetsstätte, die besonders für den Weltfrieden ausgerichtet ist, und die entsprechenden Aussagen der Muttergotteserscheinung. Adenauer ist sehr, sehr berührt davon und tritt der Gebetsvereinigung, die von Banneux seinen Ausgang nimmt, auch bei. Und es geht besonders um die deutsch-französische Freundschaft, die also erbetet werden muss. Die Priester besprechen mit ihm auch ihre Sorgen und Nöte. Zum Beispiel muss für die deutschen Pilger eine Kapelle erstellt werden. Und Adenauer hilft, unterstützt dabei, dass diese Kapelle auch errichtet werden kann. Sie wird übrigens errichtet nach dem Vorbild der Kapelle Mariä Heimsuchung in Rhöndorf. Wer Banneux einmal besucht, der findet genau eine Kopie, also ein bisschen vielleicht so angepasst an Erfordernisse der modernen Architektur, aber genau ein Abbild. Und Adenauers Sohn Paul, ein Priestersohn, legt auch den Grundstein. Am 19. April 1960, genau 7 Jahre später, am 19. April 1967, wird Adenauer sterben. Also genau 7 Jahre nach der Grundsteinlegung. Und diese Kapelle ist geweiht dem heiligen Erzengel Michael, dem Patron der Deutschen, und der heiligen Jeanne d'Arc, der Patronin der Franzosen. Und so kann man sagen, dass diese deutsch-französische Freundschaft auch erbetet ist. Nach den großen politischen Erfolgen auf westeuropäischer Seite wartete eine ganz neue Herausforderung auf Adenauer im Osten. 10.000 deutsche Kriegsgefangene harrten in der Sowjetunion auf ihre Heimkehr. Adenauer ließ sich in die Schweiz fahren und bereitete sich dort 6 Wochen intensiv auf diese diplomatische Reise ins Ungewisse vor. Mit sehr vielen Gesprächen und dergleichen. Gute Politik entsteht eben auch dadurch, dass man handwerklich gute Politik macht. Aber es gibt auch eine geistliche Dimension. Es ist überliefert, dass Konrad Adenauer sich nach Sachsen fahren lässt, zu dem Friedensheiligen der Schweiz, den heiligen Nikolaus von der Flühe, der ja viel Frieden gestiftet hat in der Schweiz und dort sehr verehrt wird.
Adenauer war der Schweiz immer verbunden durch viele, viele Urlaube. Und er hat dort eine Nacht im Gebet verbracht. Darüber berichtet die Zeitung, darüber berichtet auch das wissenschaftliche Publikationsorgan der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Röndorfer Gesprächen wird das vermerkt. Es wird sogar vermerkt, dass Fotos existieren. Der Fahrer sei in den frühen Morgenstunden durch Adenauer geweckt worden, der die Nacht eben dort im Gebet verbracht hat. Also eine geistliche Vorbereitung, die dazugehört. Adenauer spürt, dass die Russen wohl wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben, zu diplomatischen Beziehungen zu kommen. Der Preis für die diplomatischen Beziehungen wäre dann die Gefangenenfreigabe gewesen. Die Zusage erfolgt mündlich. Und auf diese mündliche Zusage hin lässt sich Adenauer darauf ein. Das ist ohne Frage ein Wagnis. Durch die Welt gegangen ist natürlich das Foto Konrad Adenauers in der St. Ludwigskirche in Moskau, wo er am Sonntag dann betet. Und natürlich seine Sonntagspflicht als katholischer Christ, auch in Moskau, nicht versäumt. Sein Sohn Paul Adenauer erinnert sich, dass Adenauer, als er das Sterben spürte, ihn bat, ihm die lateinischen Choralgesänge vorzusingen. Und er selbst hat das auch sogar in Ansprachen als Bundeskanzler immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass man diese Kraftquellen neu erschließt. Über sein Bett hängt eine Darstellung Gottvaters, der seinen Sohn auf dem Schoß hält. Und als er stirbt, die Familie weint natürlich, große Trauer. Er hebt die Hand, als ob er winken wollte, schreibt Anneliese Pupinga, seine Sekretärin, wie jemand, der auf eine große Reise geht. Und er zeigt auf diese Darstellung Gottvater mit seinem Sohn und sieht seine Familie weinen und sagt im rheinischen Ton, da gibt es nichts zu kriechen, da gibt es nichts zu weinen. Und so ist sein Hingang. Ich denke, man wird ihm schon gerecht, wenn man das sieht, dass das Christentum seine Antriebsfeder war. Er hat schon am Anfang an gesagt, als er dann OB von Köln wurde, mitten im Ersten Weltkrieg, als er 41 Jahre alt war, dass er sich mit Leib und Seele auswirken wolle zum Wohle der Stadt, zum Wohle der Bürger. Er hat das Wohl der einzelnen Bürger, auch der einfachsten Bürger, immer im Auge gehabt. Er wollte dass alle möglichst ein Eigenheim haben mit einem Garten, dass sie sich mit dem Boden beschäftigen können, dass sie was anpflanzen können und auch einen Ziergarten haben. Und dass sie Licht, Luft und Sonne hatten, dass sie auch so Grünanlagen hatten, wo sie sich auslasten konnten. Das war sein Prinzip, eigentlich seine Idee und hat diese Ideen eigentlich sowohl als OB von Köln als auch später verfolgt. Und er war eben ein Mensch, der dachte familiär, also an Kinder und Enkelkinder dachte er und wollte, dass alle die und die nach ihm kämen auch entsprechend gut aufwachsen könnten. Wenn Sie, was Sie als Besucher nicht dürfen, die Schublade von seinem Nachtkästchen aufmachen würden, finden Sie keinen Kriminalroman, sondern Sie finden den Rosenkranz. Seinen Rosenkranz, den Rosenkranz seiner Frau, immer griffbereit. Es ist auch überliefert, dass er insbesondere in Moskau auch ständig den Rosenkranz, auch natürlich verborgen, aber gebetet hat. Das ist ein Christ, der in jeder Hinsicht auf alles ausgerichtet ist, was katholisch ist. Das heißt eben auch auf das Jenseits. Man kann ihn nicht einen Diesseitschristen nennen. Es gibt eine nüchterne, bescheidene Formulierung am Schluss seines Lebens. Da sagt er wünsche sich, dass die Menschen einmal von ihm sagen könnten, er habe seine Pflicht getan. Und das hat er tief verwurzelt im katholischen Glauben in unverkürzter Weise auch gelebt.